In diesem Teil verabschieden wir uns aus Griechenland, aber zuvor zeigt uns Zeus noch einmal eindrücklich, dass man auch am 38. Breitengrad den Winter nicht unterschätzen sollte. Das ist auch so ein Punkt hier in Griechenland, das ist immer wahnsinnig schön, halt so diese Stellplätze, die man hier findet, die sind oft immer mega ruhig, kommt natürlich darauf an, in welcher Region man gerade ist, aber wir sind jetzt ja hier im Norden von Methana, sind auch außerhalb der Saison und hier ist halt echt nicht viel los und wir sind ja gestern in diese Sackgasse reingefahren und haben dann hier diesen wunderschönen Stellplatz am Ende der Straße gefunden. Also hier scheinen auch öfters welche zu stehen, hier ist eine kleine Feuerstelle. Und das ist heute Morgen wieder richtig schön gewesen. Man steht ja hier so ein bisschen auf so einem Plateau, so leicht angehoben und kann halt auf diese Bucht und die Berge gucken. Und dann heute Morgen, als die Sonne aufgegangen ist, waren die ganzen Berggipfel in so einem schönen Orange gehüllt. Und sowas ist halt einfach toll, so aufzuwachen, so in den Tag zu starten. Das macht halt Spaß. Den schönen Platz wollen wir jetzt aber auch verlassen, denn wir haben uns einen Hotpot rausgesucht. Also da unten ist einmal einer. Da sind wir aber nicht ganz sicher, ob der in Betrieb ist, weil da haben wir gehört, dass da gibt es wohl eine Pumpe, die soll außer Betrieb sein. Aber wir haben uns noch einen zweiten rausgesucht. Also haben wir zwei Möglichkeiten und dann werden wir heute Hotpot Hopping machen. Wir sind jetzt mal kurz vor dem ersten Hotpot stehen geblieben. Also da sind wir noch nicht sicher, ob der noch in Betrieb ist. Man hätte jetzt den Weg auch noch weiterfahren können, aber da hatte selbst ich Zweifel. Also Es ist sehr, sehr, sehr schmal. Der wird immer schmaler, also wir gehen den Weg jetzt mal lang. Es hätte noch gepasst, aber man muss ja nicht jeden Weg fahren, weil es sind nur noch 70 Meter. Dann kann man auch mal zu Fuß gehen. Und wenn du das sagst, dass man da nicht reinfährt, dann... Ja, also stand kein Durchfahrtsverbot, aber nee, also ich wäre da jetzt nicht reingefahren. Nee. Gehen wir mal gucken. Hoffentlich ist das Ding in Betrieb. Daumen drücken. Wäre da noch gegangen. Ja, guck, da steht sogar ein 30-Schild. Also es ist eine offizielle Straße. Und ab 30 möchte ich hier nicht fahren. Ja, hätte dicke gepasst. Hier gibt es sogar eine Umdrehmöglichkeit. Naja, also ja, gibt es. Aber es hat ganz schön gedauert, glaube ich. Oh, jetzt ist gleich spannend. Ja. Das sieht aber schön aus. Das sieht echt schön hier aus. Mal gucken, ob das Ding in Betrieb ist. Wäre schon cool gewesen. Ja, schade. Hier könnte man ja schön sitzen und dann kommt hier das 40 Grad warme Wasser raus. Ja, das wäre schön. Aber wir stellen uns das jetzt einfach mal vor. Das ist cool, wenn das in Betrieb wäre. Hier könntest du hier sitzen, schön ein Kaltgetränk und dann die Aussicht. Mhm. Also auch vom zweiten Hotpot sind wir etwas enttäuscht. Also Ist kein Hotpot. ist kein Hotpot, ist nicht warm das Wasser. Ist nur dreckig. Also ja so. Naja, das was vom Baum fällt. Ja genau, von Baum so diese, was darauf gefallen ist. Sieht jetzt nicht so einladend aus. Schade. Hm. Ich glaube, dann fahren wir weiter, ne? Ja, dann suchen wir uns einen anderen schönen Platz. Ja. Ja, weil der Parkplatz hier ist auch echt toll. Also dafür, dass hier kein warmes Wasser ist, verwunderlich. Aber die Stadt soll schön sein. Vielleicht Ach gucken wir so, uns die Stadt können wir uns nochmal die Stadt auch nochmal angucken, ja.
Wir haben gerade auf unser Telefon eine Nachricht gekriegt, dass morgen oder heute Nacht extremer Schneefall sein soll. Und auf dem Weg hierher haben wir schon die ganzen Schneeschieber gesehen, die sich alle bereit gemacht haben. Wir sind mal gespannt. Also wir haben auch darüber diskutiert, ob wir es machen sollen oder nicht. Wir sind jetzt von der Hauptstraße abgefahren, sind hier auf so einem Platz, so eine Stichstraße ungefähr 2-3 Kilometer über unbefestigten Weg reingefahren. Und wenn es wirklich zum Schneefall kommt, wird hier auch nicht geräumt. Ja, wir sind gespannt, ob wir hier wirklich einschneien morgen. Also bis knietief Schnee kommen wir eigentlich auch wieder raus. Weil eigentlich wollen wir ja morgen zu den Thermophylen, weil da wäre es noch besser. Wenn wir einschneien, eigentlich lieber an den Thermophylen als hier. Das war jetzt überraschend. Also man sieht es ja, die Wetterfrösche hatten wirklich recht. Es hat geschneit. Es soll jetzt auch 6 Tage weiter schneien. Da soll ordentlich was runterkommen. Ja, deshalb fahren wir jetzt, solange das, also jetzt ist der Schnee, ich sag mal so 10 cm hoch, glaube ich, fahren wir hier diesen Weg nochmal runter, weil der wird definitiv nicht geschoben. Das ist ein kleiner Seitenweg in den Wald rein, die Berge so ein bisschen hoch, zurück zur Hauptstraße und wollen dann eigentlich auch noch mal ein bisschen weiterfahren, aber das sind noch 120 Kilometer. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das bei den Straßenverhältnissen schaffen und wie die Hauptstraßen sind. Ja, müssen wir uns mal beeilen, dass wir mal langsam loskommen, weil das soll jetzt zum Mittag her immer mehr Schnee werden. Und ja, zur Not können wir aber Ketten aufziehen. Aber erstmal versuchen wir es ohne. Ordentlich Schneegestöber hier, ne? Ja, man sieht gar Krass. nicht. Oh, ich glaube, wir müssen das Auto ein bisschen frei machen. Ja, ich glaube, wir müssen den Handfeger. Ist der hinten oder vorne? Hinten natürlich. Ah, zum Glück. Das ist doch gut. Wenn er vorne wäre, doof gewesen. Achso, ja, okay. Ja, aber muss rausholen. Ja. Hier kannst du Ja, ein bisschen gefroren ist auch. Vorsichtig. Hier sieht es irgendwie aus, als wenn noch mehr Schnee liegt. Ne? Also würden wir den Weg nicht kennen, wären wir den jetzt hier bestimmt nicht lang gefahren. Also es ist ja keine Spuren, nichts. Aber eigentlich gibt es nur 1-2 schwierige Stellen. Und ja, aber ein bisschen mulmiges Gefühl ist es, muss ich sagen. Ja, fahren wir mal langsam weiter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Nee. Dass es wirklich so viel ist. Ich auch nicht. Also es ist hier sogar noch mehr als auf dem Platz, also es sind bestimmt 20 cm. Und das war mit den Bäumen auch nicht ganz ungefährlich, weil man merkt schon, die Äste hängen tief und kann natürlich mal sein, dass einer bricht. Das war der einzige Weg hier. Also Wir hätten nur andersrum rausfahren können, aber der wäre noch länger ja, gewesen. der wäre noch länger und da geht der Berg erst noch weiter rauf. Erst fahren wir ja runter und dann hätten wir erst den Berg wieder rauf müssen und auf der anderen Seite runterfahren müssen. Ja, wer weiß, wie da das die Verhältnisse sind. aber es geht halt noch. Wenn es jetzt so bleibt, ist alles cool. Wir haben ja Zeit, ganz langsam. Ja. Wirklich. Ich wollte mal einmal kurz die Auffahrt zur Straße angucken, weil ich dachte eigentlich, hier ist mehr Schnee, weil wenn der Schneeschieber das schiebt, das ist dann ein bisschen blöd. Hier ist auch irgendwo ein Loch, das habe ich gesehen. Mal gucken, nicht, dass wir da reinrutschen, weil ich glaube, das ist zugeschneit, das Loch. Ja, es scheint hier zu gehen, also hier müsste ich rumkommen. Wir sind nicht rumgekommen, sondern in Schräglage direkt auf die Hauptstraße gerutscht. Glücklicherweise ist dort in dem Moment kein Fahrzeug gewesen. Nachdem wir uns von dem Schreck erholt haben, geht es über verschneite Straßen weiter zu den heißen Quellen.
Wir sind gut aus dem Schnee rausgekommen, also die Straßen waren nachher ganz gut frei und deshalb sind wir dann auch gut vorangekommen. Wir haben uns dann einen ganz tollen Platz rausgesucht. Das ist in der Nähe vom Leonidas-Denkmal. Da sind die Thermopylen Ja. und das sind heiße Quellen. War sehr cool. Also da ist ein recht großes Gebiet. Wir waren selber erstaunt, das wussten wir gar nicht. Also da gibt es einen Fluss, einen Wasserfall und so kleine Tümpel und das ist halt alles Warmwasser. Alles so 38 Grad circa. Genau. Und ja, da haben wir uns dann nach dem Schnee erstmal ein bisschen aufgewärmt. Ganz schön lange aufgewärmt. Ja, so den einen Tag saßen wir, glaube ich, wirklich über 2 Stunden drin. Aber dann fängt nachher auch an, schon der Kreislauf ein bisschen. Ja, und man ist ganz schrumpelig. Also. Ja, aber war cool. Also da kann man es gut aushalten. Hat Spaß gemacht. Da standen wir halt 2 Tage, haben ein bisschen das genossen. Und sind jetzt halt weitergefahren nach Meteora. Genau, endlich sind wir mal hier. Genau, man sieht da hinten auch schon diese ganzen Felsen und das wollen wir uns jetzt auch gleich mal angucken. Wir haben hier auch einen recht entspannten Platz. Wir standen hier ganz alleine, würde ich ja sagen, aber stimmt ja nicht ganz. Ne? Wir haben ja einen Camper-Nachbarn. Ja, genau, den haben wir von Weitem schon gesehen und dachten so, wie ist der denn da hochgekommen? Und ja. Ja, weil hier führt halt so ein schon sehr holpriger Weg. Also so klar, wenn man mutig ist, kann man auch ohne Allrad hochfahren, aber ist schon zu empfehlen. Und dann haben wir schon gesehen, dass da irgendwie nicht Alkove, so ein Hochdach, genau. Haben wir unten schon gesehen. Haben wir gedacht, oh, da steht ein Camper oben. Naja, sind wir hochgefahren und ist ja eher so ein Lost Place Camper. Ja, ist alles hier so ein bisschen Lost Place. Also hinter uns ist auch nochmal so eine Baracke, da wird im Sommer wahrscheinlich auch gefeiert. Ja, aber hier kam halt keiner. Also wir standen jetzt hier 2 Tage, weil eigentlich wollten wir gestern schon weiterfahren, aber ich musste halt irgendwie länger arbeiten als gedacht. Dann war es schon wieder dunkel und deswegen sind wir noch einen Tag stehen geblieben. Heute ist das Wetter eh besser als gestern und dann können wir uns die Klöster ein bisschen angucken. Ja, genau, auch dieses Klettern. Hier kann man halt auch super klettern. Hier gibt es ganz viele Routen und ich habe gelesen, das soll so ein bisschen vom Klettern an die sächsische Schweiz erinnern. Also es ist halt eher so Sandstein von den Formationen. Da ist halt mit der Sicherung. Also wir haben natürlich nur Friends und Keile, die können wir da nicht benutzen. Da gibt es erst so eine halt, ja, nicht Soft-Schäkel, aber solche. Ja, so wie Knoten halt. Ja, wie Knoten, die man dann so reinlegt in die Spalten, um sich zu sichern. Aber es gibt wohl auch geschraubte, also so präparierte Routen. Und das muss man ein Bild von machen. Genau, also gucken wir uns einfach an. Wir gehen heute ein bisschen wandern und schauen uns die ganze Gegend an. Klettersachen auf jeden Fall mit. Und dann, ich habe schon ein paar Routen rausgesucht, die so unserem Niveau entsprechen. Und vielleicht können wir da irgendwo mal raufklettern auf so ein Feld, weil die Aussicht ist halt echt cool. Ja. Wir gucken hier gerade, deswegen gucke ich immer so zu der Seite, gucken auf Meteora und auf diese Felsen. Das sieht schon echt beeindruckend aus. Aber dann werden wir mal los. Schön hier. Steinig. Das ist echt schön.
Mit Klettern haben wir jetzt doch erstmal vertagt ein bisschen, weil es alles noch ganz schön nass. Aber der Fels ist auch echt interessant. Das ist wirklich so ein Sandstein. Ja. Da bräuchten wir, wenn wir diese freien Routen klettern, die wir so gefunden haben, bräuchten wir echt anderes Sicherungsequipment. Das ist wirklich wie... Ja, sieht ganz anders Ja, aus, ist ne? wie sächsische Schweiz halt. Mhm. Und ja, da haben wir gar kein Equipment dafür, um hier zu klettern. Ist sowieso halt alles noch ganz schön nass. Ich glaube, ein paar Südfelsen würden wir finden, an denen man klettern könnte. Aber wir erwandern uns das Gebiet jetzt hier erstmal. Ja, und das ist total schön und interessant, diese ganzen Kloster, die hier halt auch oben drauf sind. Das Ja, wir ist sind gerade total baff. Die Meteora-Klöster gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der gesamte Komplex besteht aus 24 einzelnen Klöstern, von denen heute noch 6 bewohnt sind. Zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert wurden die Klöster auf dem Felsen errichtet. Ein Besuch dort lohnt sich. Es gibt schöne Wander- und Kletterrouten in einer surreal wirkenden Region. Erkennt man die Stadt da hinter mir? Ne, bestimmt nicht, ne? Also das ist Igoumenica. Also wir sind da heute auch schon mal durchgedüst durch die Stadt. Ziemlich voll. Also wir kennen die Stadt ja auch schon mal. Vor 2, 3 Jahren sind wir irgendwann da schon mal mit der Fähre angekommen. Und wir sind auch hier, weil wir wieder eine Fähre gebucht haben. Ich weiß gar nicht, ob man sonst auch nach Igoumenica fährt. Aber man kennt das, glaube ich, eigentlich hauptsächlich, weil es halt eine Fährstadt ist. Und wir haben nämlich die Fähre gebucht von Igoumenica nach Venedig. Und wollen so schnell wie möglich Richtung Norden fahren, weil wir haben ein Boot, das wir uns unbedingt angucken wollen. Das hört sich alles nicht sehr vielversprechend an und deswegen haben wir halt überlegt, ob wir jetzt Festland hochfahren, also so über Albanien, Montenegro, Kroatien, oder ob wir die Fähre nehmen. Wir haben es so ein bisschen durchgerechnet, kostenmäßig nimmt sich jetzt nicht so viel. Also es wäre ein Tick günstiger wahrscheinlich gewesen mit Auto, aber den Verschleiß jetzt nicht mit eingerechnet, weil wir haben jetzt für die Fähre 630 € für uns beide bezahlt. Wir haben eine Gruppenkabine gebucht. Das war ein bisschen unschön, das war nicht so ganz klar, weil als wir die Kabine gebucht haben, dachten wir sind zusammen in der Gruppenkabine, aber das ist halt nach Geschlechter unterteilt. Und deshalb waren wir heute auch schon mal in der Stadt, wollten das eigentlich ändern, dass wir halt direkt eine Kabine für uns buchen können. Aber er war eigentlich ganz super nett und meinte, ach, wartet mal ab, geht mal erstmal aufs Schiff, weil gerade die Frauenkabinen, die sind halt oft nicht belegt. Und wenn da keiner weiter ist, dann kann ich da einfach mit in die Kabine kommen und das ist auf jeden Fall dann günstiger. Und ansonsten kann ich immer noch auf dem Schiff oder können wir es immer noch im Schiff einmal ändern und dann umbuchen, dass wir eine Einzelkabine kriegen. Weil Camping on Board gibt es halt leider nicht, weil es außerhalb der Saison, im Sommer kann man Camping on Board machen. Obwohl ich glaube, Andrea sagt gerade, die schüttelt gerade den Kopf. Nee, nicht von erst ab Ancona. Ja, stimmt. Also nach Venedig, die Fähre bietet das sowieso nicht an. Erst die Ancona-Fähre und die Bari-Fähre, da kann man Camping on Board machen. Weil das ist eigentlich so das Entspannteste. Dann kann man sich einfach mit dem Camper einchecken, kann im Camper bleiben und fährt da wieder runter. Das haben wir auch schon mal gemacht. Finden wir eigentlich ziemlich gut. Deswegen schade, dass es nicht gibt, aber naja, haben wir jetzt eine Kabine, können wir ein bisschen entspannen, können wir ein bisschen arbeiten, weil die Fähre fährt 26 Stunden, ja ich glaube 26. Ich glaube, da kommt die auch gerade.